smart ist das, bei komplettem Starkregen in den Wasserfall zu springen. Einfach so unfassbar gefährlich und dumm gerade. 3, 2, 1! Okay, also ist die Chance, dass ich auf der Insel bleibe, schon da eigentlich? Du musst 100% präzise springen. Ich glaube, der geht. Wir sind nicht deine Freunde, wir sind deine Sekte. Deine zweite Familie, deine Eltern, deine Schwester. Wir sind nicht deine Freunde, wir sind deine Sekte. Und das ist wirklich eine gute Wahl, denn wir sind einfach die Besten. Wir sind nicht deine Freunde. Wir sind viel mehr als Freunde. Du wirst jetzt ferngesteuert. Du bist ein Teil der Sekte jetzt. Und wir sind einfach die Beste. Moin. Halbe Nacht nicht gepennt, weil irgendein Vieh hier am Zelt und was war. Und es war nicht das hier. Einen wunderschönen Morgen haben wir auf jeden Fall. Und wir sind endlich in Schottland. No Scotland, no party. No Scotland, no party. Da wollen wir die anderen mal stimmungsvoll, so wie man das in Schottland macht, wecken. Philipp, komm, Kerl, gib Kasala. Was? Gut, dass er den Schlafsack komplett über den Kopf drüber hat. Ich höre eh nichts. Hast du das jetzt gehört? Ja, die heilt irgendwie. Ja gut, weißt du, wo die Kröte ist? Nee, Hier hat er wirklich viele Möglichkeiten. Na komm, Männer. Angriff. Alter, wir sind in einem richtigen Wald, ne? Ich hab doch gesagt, wir müssen einen Wecker stellen, du Scheiße. Da steht die Tour früh auf. Was? Ja, die ganzen Morgen, du Drecksack. Ich hab gesagt, wir müssen einen Wecker stellen. Nö, müssen wir nicht. Dumme Drecksschlampe. Alles für den Arsch. Jetzt gib ihm zumindest einen Dropkick aus Respekt. Moin, Kröte. Where is your Schottenrock? I messaged you yesterday evening that you forgot your Schottenrock. What's my Schottenrock? This is the Schottenrock. You needed it. Don't put that in my ears, bro. Well, if you got one, I'll wear one. 1 minute to get your Schottenrock. Fuck, don't put that in my ears, bro. I warn you. You're such a boring cunt. I warn you. I'm awake now, I think. Alle Fotzen außer Mutti. Das Schlimme ist, dass der keinen Schottenrock anhat. Ich habe extra eine Audio in die Gruppe geschickt, dass der die Scheiße noch mal holen soll. Schlafen. Ganze Morgen im Arsch. Ich bin richtig sauer. Wenn man hier so durchguckt, da fällt mir ein, dass einer noch im Hotel ist. Den holen wir jetzt ab. Ah, moin. Moin. Alter. Überragend gefällt. No Scotland, no party. Fühlt sich besser? Sehr viel besser. Geil, Mann. Das ist krass, wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wundergeheilt wurde von der Nacht, aber ich fühle mich wirklich sehr viel besser. Supermarkt. Junge, Alter. Da muss ich mich gerade entscheiden, was ich hier für einen Joghurt jetzt gleich in mein Müsli reinschmier. Auf einmal werde ich erschrocken. Ganzer Denkprozess von neu jetzt. 20 Gramm Proteine, fat-free, Milbona. Protein Vanille 50 Gramm, Milbona Creamy, griechischer Joghurt, Cold Stalor, High Protein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, muss wieder von vorne anfangen. 50 Gramm High Protein Vanille, griechischer Joghurt. Haben wir noch Ketchup? Milbona, Cold Stalor.
Boah, stinkt das! Bah! Bah! Ich dachte, du wärst frisch auf Tour, Junge. Junge, was? Ich war in dem Tümpel drin. Ich hab schon 10 Tage Tour hinter mir dadurch. Boah, das war wirklich richtig widerlich, die Dinger. Wir fahren schon wieder weiter. Wir sind jetzt die letzten einen Tag so viel im Auto wie die ganze Tour zuvor irgendwie. Erst hier nach Schottland hoch und jetzt nochmal weiter nach Schottland hoch, also Highlands. Aber wir machen einen Zwischenstopp vielleicht an der geilen Brücke. Bah, das war so widerlich dann. Zeig nochmal. Junge. Oh. Alter. Ja, so schlimm ist jetzt aber auch nicht. Nee, die Zunge mehr nicht. Show als alles. Der Gestank ist krank. Ab noch weiter hoch in Norden, kommt her. In den Schottenrock. Der war einer zu viel. Egal. Ist das geil hier so aus Fenster raus, weil die denken alle, der Fahrer ist völlig verrückt und besoffen und gar gleich im Gegenverkehr. Weil normalerweise ist hier das Steuer. Stimmt. Es geht hier so weiter. Oh, verfickt. Stau vorbei oder was? Ich fand das richtig geil, die hat mir zugelächelt. Ja? Ja! Komm hinterher! This? There was a girl who really liked it. Liked what the sexual assault. Yes? Ja, schön, Junge. Das war mir peinlich mit der langen Hose da drunter. Ja, voll nur geil, ey. Ja. Ja. Jetzt sind wir mal los. Das ist die Brücke. Alter, die ist aber hoch. Junge. Alter Lachs. Wir haben einen Brecher hier vor der Linse. Okay, was ist der Plan? Da auf die Brücke hoch, rüber stiefeln und erstmal gucken, wie tief der Fluss hier drunter ist. Und dann kann man darüber sprechen, ob man da runterspringen kann. In wahren schottischen Bedingungen. Wind, 13 Grad, Ebbe. Und? Ist schon krank hoch, aber es sieht eigentlich machbar aus. Das ist aber auch, weil die Brücke so mächtig ist. Ja. Da kacke ich mir gleich ein. Die Leute sind übrigens komplett hier rüber gelaufen. Wir nähern uns der Brücke von unten und das Ding wird wirklich mit jedem Schritt höher. Er hat mir hier so ein Stück Gummi angeboten. Ich sag, das ist übelst geil. Also Ja, ist auch. Ja, ich will erstmal noch ein Stück haben. Kann ich ausprobieren, wenn du willst. Nice. das ist voll ein paar mit ins Auto zu. Also als Snack? Schmeckt wie eine Alge irgendwie. Schon den Stängel probiert? Oh nee, aber lass mal. Oh, das sieht aber geil. Kann man auch essen. Sieht nahrhaft aus. Ja, aber auch das Gefühl, dass das mies gesund ist für den Körper. Oh, das wird scharf, Alter. Das ist wirklich eine fortgeschrittene Ablenkung, das Ding nicht abzutauchen und zu springen hier gerade. Wir gehen jetzt zurück zum Auto, holen Maßband, Schwimmsachen und so weiter. Also hier in den Highlands die Entscheidung zu treffen, die Zelte zum Trocknen rauszulegen, ist wirklich maximal primitiv. Wer hat denn die Zelte vor das Auto gelegt? Und alle 5 Minuten regnet. Wer war es? Die schwimmen doch eh schon. Keiner war es, wenn man einmal den Kofferraum aufmacht. Aha! Haha, Vollex! Holy Energy Hydration Eis Shit! Was weißt du denn für Shit? Ey Digga, ich meine das geile Pulver von Holy, was den Energie Hydration Eis Form gibt.
Ach so, lass mich das doch mal probieren. Dann knie jetzt mal hin und mach das Maul auf. Ah! Da kommt Energie! Wenn ihr also genauso viel Energie wie Philipp haben wollt, dann solltet ihr Holy unbedingt mal abchecken. Die Männer haben nicht nur den Energy Drink, die haben auch Hydration Drinks, Eistee und das Ganze natürlich zucker- und taurinfrei. Wie immer könnt ihr bei Holy mit dem Code SCHLAPPEN5 5 Euro auf den ersten Einkauf sparen und mit dem Code SCHLAPPEN 10% auf jeden weiteren Einkauf. Wenn ihr über unsere Codes bestellt, nehmt ihr automatisch am geisteskranken Gewinnspiel mit Holy zusammen teil. Auf euch warten über 30 Gewinne, es warten Schlappen-Merch, es warten Holy-Jahresvorräte und ein kompletter Full-Cent-Tag mit uns und Holy zusammen. Da könnt ihr euch mit 2 Freunden zusammen eine Full-Cent-Aktivität wie zum Beispiel Bungee-Jumping, Skydiving oder was auch immer aussuchen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 31.10. Alle Teilnahmebedingungen und alle Gewinne findet ihr bei Holy auf der Seite, also klickt den Link in der Videobeschreibung. Und damit weiter mit der Episode. Oh, Digga. Da haben sie Angst gekriegt. Alter, das war aber wild. Kurz gedacht, wir gehen baden. Ey, ich hoffe, du kannst sie noch anfahren, ne? Schieb mal richtig doll. Ja, ich bin doch schon am Schieben, wie Saukerl. Na gut, ich löse mal die Handbremse. Gar kein Problem. Ach, das Ding hat heute Holy im Kessel. Ed Holy, nicht Ed Blue. Warte mal, wie viel Reifendruck muss da eigentlich rein? Also, okay. Okay, Flasche ist rum. 21,30 Meter ist das Ding von hier hoch. Der Mann fürs Abtauchen. Ist schon geisteskrank, Alter. Das fühlt sich so eklig an jetzt hier laufen. Das ist Weintrauben, die hier wachsen, Alter. Oh, da komm, jetzt beißen wir da einmal rein. Das ist reich an Vitamin. Ist warm? Nö. Boah. Okay, wenn der schon so macht, ne, dann heißt das aber was. Ja, da ist dieser Arschkoll, Junge. Boah. Junge, wie lange taucht der? Fuck. Ja, ist ärgerlich. Da ist not tief genug. Boah, guckt euch das an. Da siehst du, was da gegen Strömung arbeitet. Stark, Männer. Da an der ersten Stelle waren es so 3 Meter circa. Ich kann es nicht so 100% sagen. Es ist ultra schwer, da runter zu tauchen. Hat sich so weggezogen, oder was? Also du gehst so runter und ich mach so. Oh, das ist echt ein Full-Cent ins Ungewisse. Ist auch übel salzig. Das Kannst ja mal an meinen Arm lecken, vielleicht schmeckst du es. Oh, geil. Boah, man schmeckt mehr Schweiß als Salz, aber du hast recht. Did you climb over? No. No? No, we just swam one quick round. Somebody said they saw people in kilts hanging from a bridge. Not hanging out on the bridge. We just have to make sure everyone was okay. Everybody's very happy, yeah? Yeah, we're all good, yeah. Enjoy the rest of your shit. Thank you, man. Have a good one, yeah. Alter, sind die Schotten sympathisch. Ja, zum Glück wussten wir nicht, dass du geschissen hast, Alter. Das wäre ja krank, scheiße. We have seen someone shitting from the bridge. Oh, yeah. Aufgrund unserer Vorbildfunktion haben wir uns im Kollektiv dazu entschieden, diese Mission abzublasen und einen Wasserfall unweit dieser Brücke zu exploren und eventuell da zu springen. Der eigentliche Grund ist, dass wir der Sonne hinterher jagen. Du bist aber viel am Jagen dran. Kea, wo ist der Wasserfall? Oh Mann! Verfickt! Alles nass! Es ist so kalt hier. Alles hier ist ein Fluss. Wir werden uns alle so krank hardcore erkälten. Digga! Alter! Junge, wärst du hier reingestiefelt, da wärst du aber futsch. Boah, meine Schuhe sind komplett durchnässt. Wir sind 5 Minuten in Schottland und alles ist das. Alter! Junge! Ah, ich weiß aber nicht, ob wir da wieder rauskommen. Boah, starkes Ding hier jetzt. Stell dir mal vor, du bist halt durchgespült. Alter. Ja, also jetzt mal ehrlich, wie smart ist das, bei komplettem Starkregen in den Wasserfall zu springen? Also auf einer Skala von 10 bis 10 würde ich sagen 10. Würde ich unterschreiben. Also ich bin dir ehrlich, wer da reinspringt, ich glaube nicht, dass der noch lebend rauskommt. Und wenn nur mit insane viel Glück. Schick, Schuck? Ja, ich wollte gerade fragen. Ey, Alter! Wir müssen ein Schlauchboot kaufen!
Bring's hier um. Ah, halt's Maul, du Pessimist. Junge, hör doch auf, mich als Pessimist zu beleidigen. Digga, mit den karibianischen Vermessungstechniker 310 würden wir da easy going durchkommen. Ja, du hast Schlauchboot gesagt, nicht karibianischer Vermessungstechniker 310. Jetzt regnet da doch noch. Mann! Ey, warum eigentlich karibianischer Vermessungstechniker? Weil da Karibik draufsteht. Aber müsste es da nicht karibischer heißen? Ja, Jan und ich sind jetzt nicht so die besten Schüler gewesen. Also, na gut. Wenn alle EPs hier aus Schottland jetzt vielleicht nicht ganz so actiongeladen werden. Die Laune ist auf dem Höhepunkt. Und vor allem sind wir pitch-nass. Da sagst du was. Die nächsten 3 Tage hier oder was wir hier sind, werden einfach komplett durchnässt durchgezogen. Komm! Handstand! Ja, Junge! Geil! Ja, nach reichlichen Ausklügeln haben wir uns dazu entschlossen, dass das unser letzter Sprung werden könnte. Und da wir heute noch was reißen wollen, habe ich noch so eine Idee. Ich habe hier einen Parkplatz in der Nähe gesehen mit einer Tanne. Den gucken wir uns jetzt als nächstes an. Ey, die bereits angesprochene Tanne, die war nicht möglich. Privatgelände, ETC und Anwohner direkt am Start. Und jetzt haben wir halt keine andere Option als, weil auf der ganzen Insel scheiße ist, weiter in den Norden zu fahren und hoffen, dass wir da irgendwie was gebacken kriegen und das nicht konstant so scheiße warm ist hier. Diese Hitze fuckt einfach nur ab. Und ich sag, ey, ab in den Norden! Hinterher, ey, was geht? Der Sonne hinterher, ey, was geht? Der Sonne hinterher! Die Decke kaputt. Ah, da muss einfach ein neuer Sticker drauf. Oh, Junge, der ist komplett gefickt, der Ding. Das ist einfach sanft. Das ist wirklich maximaler Trust, ne? Ja. Oh, geil, Alter, da sind wir. Wir sind gerade an einem fetten Damm vorbeigefahren auf dem Weg Richtung Isle of Skye, also in den Norden von Schottland. God damn! Den haben wir uns gerade schon einmal angeguckt und haben kranke Sachen gespottet. Locker so krank wie das Wetter. God damn! Wir sind jetzt hier an so einem Staudamm und gucken uns den mal von unten an. Da müssen wir nur leider erstmal hinkommen. Ach, fuck ab, hier steht unter Wasser. Ja, okay, das wird wild. Da drüben zu dem Felsen müssen wir. Anders kriegen wir die Mischen ja auch nicht mehr umgesetzt. Ich muss sagen, ich finde das Ganze immer geiler. Ist auch nicht geil, aber es ist einfach abgefickt kalt. Und man hat halt, ich habe nur eine Montur, lange Sachen. Dann friere ich mir den komplette Nacht den Arsch ab, wenn ich nichts zum Anziehen habe. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit kurz an. Das ist doch schlau. Geil ist das hier, Mann. Das ist einfach nur schön. Das sind Meter. Ja, ja. Das wäre aber mal ein Brecher hier. Alter Lachs, wenn man hier so ein kleines Häufchen platziert, dann ist das tatsächlich gar kein unrealistischer Kongdrop. Na dann aber mal einen Haufen. Wir haben es oft erwähnt mittlerweile, aber das Wetter ist wirklich so beschissen, wie es nur irgendwie geht. Es ist 8 Grad, geisteskranker Wind, strömender Regen. Die Klamotten sind so nass, als sei man ins Wasser gesprungen. Die Jungs bauen unten auf 11 Metern einen Sandhaufen hin, damit Wellen sich hier runterjagen kann. Also untermenschlicher geht's nicht. Ja, der Haufen, der ist jetzt eigentlich soweit fertig. So sieht das Endprodukt aus. Das wäre einfach die höchste Kong, die ich jemals gemacht habe. Und hier wird eine Kong runtergezimmert, egal wie hoch das gleich von oben aussieht. Ist egal. Wir stehen einfach nur hier und werden nass und kalt. Ja. Wir haben keine Funktion. Komm doch, ja komm! Komm du Arschloch! Boah! Junge! Digga, war das knapp! Alter! Du bist das hier! Ah! Du dummes Arschloch! Ja! Ey, das ist so hohl, Alter! Aber es ist einfach nur geil! Nicht nur uns ist arschkalt, sondern der GoPro auch. Die geht hier in einer Tour aus, obwohl wir 50 oder 60% oder was auch immer an Akku haben. Dann filmen wir auf dem Handy weiter! Und jetzt ist
das Ding auch kaputt, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Einfach nur versucht und wollte hier. Mit dem Regen ist das aber gerade anders wild hier. Sinnbefreit. Wir haben gerade diskutiert, die kannst du komplett vergessen bei den Witterungsbedingungen. Ich werde gleich einen von den Jungs in meine Bauchtasche in die Hand drücken, über das Geländer steigen und dann werde ich mich da runterfallen lassen, Philipp vor Freude in den Arm fallen und dann, falls keiner mehr Bock hat, was zu machen, wäre ich echt überzeugt davon, dass wir uns ins Auto setzen. Das ist mein erster Drop mit 10 Kilo mehr am Körper. Ja, also die Hose, die wiegt ungelogen mindestens mal 2 Kilo mehr. Alles ist kalt. Aber das ist das, was passiert, wenn eine Schlappentour in den Norden geht. Seid ihr alle bereit? Yes! Oh. Alter, machst du das nicht, weil du Bock hast oder machst du fürs Video? Ist einfach nur dumm, ehrlich. Einfach nur dumm. Einfach nur Pol. Alter, Arschball, Regen, Wind. Du wirst es wahrscheinlich wieder schaffen, deswegen mach das. Das ist so dumm gerade. Einfach nur holen. Du hast selber gerade gesagt, jetzt arschkalt, das Ding ist 11 Meter, Alter. Ist so hohl. Wirklich. Wenn du es fühlst. Ja, ich hab's jetzt gerade gefühlt, bis mir jemand gesagt hat, wie scheiße das ist. Ja, es ist auch einfach nur unfassbar gefährlich und dumm gerade. Der Wind dreht sich neben den Augen wahrscheinlich. Einfach nur dumm und gefährlich. So rein faktisch, der Haufen ist höher als im Bredeney damals. Der Sprung ist 2-3 Meter höher als im Bredeney. Also eigentlich kommt es also gut aus. Also wenn du was sehen kannst, dann okay. Der Haufen ist halt nass. Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Musst du wissen. Wenn du sagst, du fühlst ihn, du siehst ihn. Ich seh's schon. Fuck, jetzt habe ich so eine richtige Unsicherheit dadurch in mir, weil ihr alle unsicher seid. Das fuckt richtig ab gerade. Ja, das ist nicht, dass es sich wirklich so ein Stück drehen kann. Wenn du es fühlst, machst und wenn deine Beine fertig sind. Aber mach's nicht, weil du heute Abend wirklich schlafen kannst, weil wir nichts gemacht haben. Ich hab keine Ahnung, aber ich kann es dir vorstellen, dass du es deswegen auch einfach nur machen willst. Digga, ich hab's, no joke, bis gerade gefühlt, aber dadurch, dass du mir halt sagst, dass ich es nicht machen soll, fühle ich es halt kaum noch. Ja, es ist auch einfach nur hohl. Weil also, ich leg Wert auf eure Meinungen und wenn ihr mir sagt, dass ich das nicht machen soll, dann mache ich es auch am Ende nicht. Ihr seid die einzigen, dessen Meinungen ich ernst nehme, wo ich sage, ich scheiße nicht drauf. Lass lieber 20 Meter Catwalk finden und jetzt auf Scheißen und... Ich habe ja so ein bisschen den Vergleich mit Bredeney und auch generell mit Sandhaufen. Ich sehe es eigentlich schon. Ich glaube, ich muss selber da runterspringen. Ich kann es irgendwie gerade nicht so richtig scharf sehen. Ich weiß nicht, das ist der Wind, glaube ich, aber... Ich lege halt Wert darauf, wenn Jan sagt, dass ich das nicht machen soll, dann mache ich es nicht. Ja. nee, du nicht mach's, wenn du es fühlst, aber mach's nicht, weil es einfach nur, weil wir nichts gemacht haben. Komplett kalt, strömender Regen, Wind, es ist alles andere als smart. Aber ich weiß auch, dass wenn du es machst und es fühlst, wahrscheinlich bei dir alles gut geht. Aber es ist halt schon wirklich geisteskrank. Aber man kann ja, wenn wir es jetzt realistisch betrachten, kann ich zum Auto gehen, mir was Frisches anziehen, straight hier hingehen und dann springen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas an der Flugphase, am Impact und sonst was irgendwie groß macht. So. Tut mir leid für alle, die jetzt auf noch was Wildes hier gehofft haben und auch für Dwayne, aber ihr wisst selber, dass ich selber ein übelster Fan von sowas bin, aber ich habe heute zum ersten Mal innerlich in mir gespürt und auch als Ed und Dwayne hier auf dem Weg nach oben waren, Philipp, Jasbeck und ich, uns alle selber gesagt, dass es komplett dumm ist gerade. Weil es stürmt, wir sind arschkalt, keiner ist im Ansatz aufgewärmt, das Ding ist geisteskrank hoch gewesen, der Sand ist nass und hart und da habe ich mich irgendwie verantwortlich gefühlt, heute mehr oder weniger zum ersten Mal eine Bremse bei sowas zu ziehen. Sorry, wenn jemand abgefuckt hat, aber 10 Tage oder wie lange auch immer haben wir noch Tour vor uns. Die gesundheitliche Lage ist ein bisschen eingeschränkt bei allen, Kränkeln, Verletzungen. Und damit die Tour noch gescheit weitergehen kann, glaube ich, ist das smarter, wenn wir die Nummer heute komplett abblasen hier. Deswegen habe ich mich verantwortlich gefühlt, heute was zu sagen. Ich habe eben schon Dwayne gesagt, ich finde es komplett fair, dass du deine Bedenken geäußert hast und gesagt hast, dass er es nur machen soll, wenn er wirklich springen will und nicht nur damit das fürs Video macht. Aber ich finde auch, das Timing hätte besser sein können, beziehungsweise du hättest es vielleicht ein bisschen anders formulieren können, weil es klang wirklich einfach nur so, als würdest du so
sehr runter machen, die Aktion. Weißt du. Runter machen? Ja, also, du hast ja gesagt... richtig gut, das war mal eine richtig männliche Ansage, Alter. Genau so muss das sein, sonst versteht das keine Sau. Du hast ja gesagt, dass es komplett dumm ist, die Aktion. So. Und safe, so kann man es auch sehen, aber wenn Dwayne sich sicher ist, das zu machen, dann... Boah, Junge, würde ich ihm auch vertrauen. Walking through walls, tell me that you're walking through doors, 'cause when I try to quit you. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, es nützt nichts. Hier ist der größte Mock, Alter. Wir sind komplett vollgemobbt allesamt. Hier stinkt in der Karre. Das kann sich keiner ausmalen, aber wir haben gesagt, wir gehen Full Send in den Mock rein. Wir fahren jetzt noch nördlicher. Wir ziehen uns richtig den Regen in die Fresse rein und gehen dann trotzdem auch campen, weil hier kostet eine Bude 900 € oder so eine Scheiße. Das kann man ja keinem antun. Und dann gehen wir morgen Klippen springen, versuchen so viel wie möglich Spots aufzusammeln und zu finden. Dort ist ein Hirsch. Jo! Alter. Alter, da direkt hinter diesem Pol. Oh, da, Junge! Ja, moin! Alter! Ja, gut. Ja, komm weiter. Ja, daraufhin versuchen wir so viel geile Natur wie möglich einzufangen und einfach Spots finden. Ja, drauf geschissen, ob wir 20 Mal Fuck auf Kack finden. Also, was willst du machen? Einfach das Beste aus der Lage jetzt machen. Also, Ja. einfach gucken, was kommt und einfach scheiß drauf und durch da. Wir nehmen die Island so mit, wie sie kommen jetzt hier. Also, alles getrocknet. Auf zum Schlafspot. Moin! Moin! Philipp, wie war die Nacht? Schweinekalt, Alter. Gefroren. War Krankheit, ne? Ja. War schon nicht so geil, die Nacht. Nessie! Komm raus! Wo sind wir? Loch Ness. Wir haben uns jetzt die Aufgabe genommen, wir werden hier bleiben, bis wir Nessie gefunden haben. Auf der Suche nach Nessek. Alter! Was? Bah! Bah! Mein Arschloch frisst so zusammen bei der Kälte. Au! Oh, das tat auch richtig weh. Bah! Wir haben gefunden. Wir haben reingesetzt. Ja. Boah, ja, das Wasser ist auch, glaube ich, geil aus. Ja. Geil. Da habe ich jetzt aber Bock. Oh, hier können wir auch parken. Geil! Wir sind am ersten Spot des Tages. Jetzt waren wir hier eine Brücke gescoutet. Eine richtig schöne alte Steinbrücke. Und gucken jetzt mal, ob die springbar ist, ob Wasser tief genug ist und alles. Boah, aber die sieht schon wirklich richtig urig aus hier. Das ist wirklich urig, sein Onkel. Boah, Digga, die ist ja geisteskrank. Sieht verdammt einladend wieder aus hier. Digga, was ist das? Warum sieht das Wasser so aus? Das Abtauchen wird sau schwer, ne? Altbekanntes Szenario, das Ding wird natürlich erstmal abgemessen und wir checken einmal die Höhe. Bisschen Wasser, 17. Okay, Geil. geile Nummer. Der Plan ist nämlich, dass Jan und ich sogar gleichzeitig springen nebeneinander. Da brauchen wir einfach einen sehr großen Landebereich. Rex und ich gehen hier rein und dann tauchen wir von da hinten eine Line nach hier runter. Ja. The first soap of the tour. Haha! That's the reason why you're going to water. Ich will helfen. Go? Auch soapen. Du kannst auch, So wird sich nicht gewaschen, Alter. Das ist ja richtig schlappen hier. Show me your bush, Max. George W. Bush. One day I do a bush jump in your bush. Alter, Bär! Oh! Ficken. Ist die Brühe heiß oder was? Oh, ich hab keinen Schwanz jetzt. Exactly there! Oh! Ja, I couldn't touch. Ich muss raus. Scheiße. Ja, ich war schon tief. Drüben habe ich einmal den Boden berührt. Über 5 Meter, denke ich. So like, yeah, maybe you touch a tiny bit, but it's soft and it's definitely deep enough to absorb all your impact. Ich war jetzt zweimal auf dem Boden, das ist steinhart wie das Zeug hier. Da ist gar nichts weich.
Boah, das ist schon wirklich rough, ey. Geisteskrank. Und dieses Wasser, Alter, das macht wirklich so krank rough noch. Ja. Sieht so ekelhaft, Rossi abgefuckt aus, einfach geil, Mann. Was hältst du davon, dass er sich jetzt noch wäscht? Alter. Das ist noch dreckiger. Die Dev-Checker sind wieder oben. Ed und ich machen uns bereit. Bisschen warm gerade. Mental warm werden für Eiswasser aus 17 Metern. Mein allerhöchster jemals war 18 Meter. Das heißt, das ist 1 Meter niedriger und in eiskaltes Wasser. Also, nochmal nächste Challenge hier. Das ist die Definition vom Schottland-Trip, der Sprung jetzt hier. Und die Fusseln entfernen, Bauchnabelfusseln und dann aber mal rein und was. Dann 3, 2, 1. Okay. Ah! Komm, du geile Schlampis. Fuck, ist das hoch, Mann! Oh, es ist echt hoch, man kann es nicht gut einschätzen. Man muss jetzt Bock drauf haben. Komm! Ja! Was ist da jetzt? Okay, ready? Ja! 3, 2, 1, send it! Komm, Philipp, den hast du! Ey, die Wand der Impact! Geh klar! Egal! Komm! Komm jetzt! 3, 2, 1, Sende! Perfekt, Mann! Alter, der ging aber krank auf den Bänder, Alter. Mit einem verstauchten Fuß. Nicht, dass ich Oh, ich will eigentlich noch mal direkt, weil jetzt geht's gerade. Noch einer Bock? Ich mal nicht nochmal. Double A? Ja. Ja? Komm! Und komm, Digga! Ja? Ja! Ja! Komm! Alter! Ja, sicher! Alter, es war pechschwarz unter Wasser. Ja, es war so, Alter, es war so wild. Ja. Aber Hype direkt nochmal mitnehmen. Körperwärme nach dem Eisbad. Ed und ich schmeißen uns in unseren höchsten Double A dieses Jahr. Bei mir generell. Generell, ich war schon mal auf Double A die Höhe, aber ewig her. Ist ein neues Feeling. Synchron. Schlappentour. Fucking hell. Yes. Ah! Komm! Wildes Ding hier. Komm! Ready? Ja! Okay. Komm! Jetzt! 3, 2, 1, send it! Alter Lachs. Ich saß komplett auf dem Boden. Ich war ungelogen. Ich war so auf dem Boden drauf. Digga. Also alles gut. Ich hab zum Glück nichts verletzt. Alter Lachs, war das scary. Du sitzt da in kompletter Finsternis und auf dem Boden plötzlich. Aber alles gut. Oh. Ja. Oh. Das ist ja der beschissenste Trick für einen Countdown, weil ich mich eigentlich konzentrieren muss. Ja. Und dann bei 1 habe ich gar nicht mehr mitgezählt laut, weil ich meinen Fokus musste. Okay, fuck, ich wollte eigentlich noch die Katze jetzt machen, aber wenn du sagst, dass den Boden berührt, dann kannst du ja mal schlecken. Ja. Geil. Big Achievement oder was? Ja. Thanks for Dev-Checking. Yeah, no worries. If I don't jump, ich muss helfen, ne? Danke fürs schlechte Dev-Checken. Ja. Bruder. Komm. Alter, ich war auf dem Boden, Mann. Und ich war nicht so, nur mal kurz berührt, ich war wirklich so. Das heißt, wäre ich gestreckt geblieben, Alter, will ich gar nicht drüber nachdenken. Alter. Aber geil. Ja, Mann. Oh, I'm so happy.
Geil! Ja, sehr! Das ist doch mal eine Chill-Out-Area hier. Mega. Tannenbaum für Weihnachten. Alles im Stall. Wow. Hat auch viel windig. Und jetzt! Das ist auch ein geiles, das ist mal ein geiles Abtauchen gerade. Ihr seht so verwirrt aus. Ach, Alter, so flach ist es da noch. Nachdem 2 weitere Missionen leider gefailt sind, sind wir gerade auf der Autobahn an diesem absoluten Prachtexemplar vorbeigefahren. Sind einfach mal gucken gegangen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir jetzt da hochgehen und gucken, ob man da vielleicht drin pennen kann, weil das schon wirklich eine Schlafkulisse der absoluten Superlative wäre. Ja, Mann, richtig geil. Schön in der Burg oder was? Ja, richtig geil. Alter, wir haben sogar eine Tasche für unsere Zeltscheiße hier. Geil, Alter. So kalt gewesen die letzten Nächte, dass wir uns jetzt dachten, Alter, jetzt pennen wir zu zweit hier. Luxus vorbei, jetzt machen wir uns lieber Luxus im Sinne von Wärme. Also, gute Nächte. Ich glaube, die anderen haben einen echt geilen Schlafplatz gewählt hier in der Burg. Bei uns ist wirklich die Windzirkulation genau da, wo das Zelt ist. Wir haben uns so einen Spot ausgesucht. Das Zelt ist teilweise, liegt uns auf dem Kopf, so windig ist das. Der Sturm Korell. So fühlt sich das an hier. Pass mal auf. Ja. Alter. Das ist einfach nur geil, aber auch irgendwie. Ja, der Vorteil ist, dass man kein Kopfkissen braucht. Scheiß Dreckswind. Kack. Schottland, Alter. Nie wieder Tour nach Schottland. Nee. Nie wieder Insel. Nie wieder. Wieso fliegt das weg? Nur die Ecke. Es ist direkt in der Ecke, Mann. Das ist viel zu eng. Aber wo? Links oder rechts? Ich guck mal kurz. Gerade okay. Aber eben war das viel windiger. Das ist so ein Scam jetzt hier. Ich glaube, hier müsste gehen. Hier ist halt unfassbar hügelig. Ich sag mal so, drüben wäre das schon längst weggeflogen. Ja, okay, guck mal. Moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in unserem Darkroom-Zelt. Man hört hier die ganze Zeit nur den Wind, also wirklich das Ding am Moven wie sonst was. Und es hat auch bis vorhin noch irgendwie geregnet. Aber wir haben eine Wahnsinnskulisse. Da wollen wir jetzt mal gucken. Alter Lachs. Da sehe ich auch ein Zelt da vorne stehen. Was ist das denn? Alter, moin! Warst du nicht da drüben eigentlich? Alter, mich hat's umgeweht. Das war überhaupt nicht windstill da drüben. Da habe ich umgeräumt mitten in der Nacht. Boah, Ja. fuck, Alter. Aber Alter, das ist ja perfekt. Was ist das für ein Wetter eigentlich? Boah, Sonne, Junge. Boah, Junge, die Sonne ist ja einfach nur geil. Mal nach den anderen schauen noch. Also, ich habe auch keine Ahnung, wo die sind. Aber wir gehen mal gucken. Ich glaube hier drüben im Gasthaus. Ja. Junge, ist das geil hier, Alter. Hallo. 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 War euer Schlafplatz auch so scheiße? Wir mussten in der Nacht noch umziehen. Unser Zelt ist weggeflogen. Alter, Philipp auch. Welcome to our crib. Acht Uhr morgens, noch nichts im Magen und wir sind zurück an der Brücke von gestern. Diesmal mit einem anderen Plan. Der Wasserspiegel ist noch höher als gestern. Und was wird sich hier angeguckt? Schönen Frontflip vorm Frühstück. Breakfast Club würde ich da den Parcours nennen jetzt auch. Da unten checkt Philipp schon, wie weich das Teil ist. Philipp ist einfach immer sofort da. Wie weit vorne müsste ich denn auf jeden Fall landen? Seid mal, wo ist die Schräge? Also möglichst mittig mit den Füßen. Wie weit nach hinten habe ich Platz, wenn ich den jetzt, sagen wir mal, sehr gerade machen würde? Okay, also ist die Chance, dass ich auf der Insel bleibe, schon da eigentlich. Soll ich die Landefläche markieren? Ja, das wäre echt geil, wenn man das so grob spotten kann. Okay, Ja. dazwischen, zwischen den beiden länglichen. Boah, schmale Landung. Ah, komm, Dwayne, der passt. Ja? Ja, ich jogge eine Runde. Ich jogge einmal zu der Brücke da hinten und zurück, ziehe mich aus und würde mich dann jagen. Gut Joke. Klebeband? Ja, weil ich zeige euch das mal kurz.
Das ist so ein kleines Problem, weil unsere Schuhe sind ja komplett durchnässt hier durch das scheiß Wetter und meine wurden noch nicht getrocknet, weil ich habe halt welche, aber die sind halt nicht gut. Deswegen, das muss jetzt irgendwie gelöst werden. Das sieht aber nicht so gut aus. Für temporär passt das, glaube ich, oder? So. Der Anlauf ist echt kurz für die Distanz, glaube ich. Aber okay, hier noch einmal gucken. Ja. Ja. Das ist ein richtig geiler. Voll der Wind, Alter, aber egal. Ja! Oh, Digga! Alter! Junge! Oh, ist das kalt hier drin, Kerl! Alter! Oh, leck mich am Arsch! Digga, ist das geil! Alter, war das geil, Mann! Alter, man darf halt nicht vergessen, das sind 6 Meter hier, Junge. Das war ja fast das Best-Case-Szenario. Das war so klar, dass das passiert. Ja, schon, aber es war einfach nur geil. Ich wusste, dass es knapp wird. Das war wirklich, für die 2 Schritte Anlauf war es doch ziemlich weit. Ja. Das war ja herrlich. Vor der Insel und hinter der Insel gelandet. Definitely one of the funniest clips I've ever seen. Ja. Heute wirklich schon wieder aus wie so ein Vibe, Alter. Leggings, Rock und mein Schwanz ist so klein, dass es auch was anderes sein könnte. Ach. Noch lange nicht so klein wie meine. Hol raus. Schwanzvergleich jetzt. Junge, ist der klein. Philipps Papa ganzer Stolz. Das Video ist echt eine Anreihung an Feld. Aber egal, ist ja auch schön hier. Das Gute ist, hier ist ja immer schön mit dem Fell dabei. Aber ist schon geil hier. Jo. Philipp und ich laufen gerade zurück zu der Brücke, von der wir gekommen sind. Jan ist da hinten irgendwo auf dem Felsen und versucht einen geilen Shot zu machen, während wir uns jetzt jeweils einmal wegfetzen. Schön in den Dropkick. Ich glaube, für Philipp ist es auch der erste. Ja. Ah. Wer nach da? Ja. Das ist wirklich ein Akt hier mit den Shots. War gut oder schlecht? Wir warten auf Anweisungen von der Regie. Geil. Das ist so dumm. Ey, wir haben wirklich keinen blassen, ob das jetzt was war oder nicht. Hauptsache wir haben uns 4-mal umgekickt zur Seite. Aber so wie sich da gerade alles bewegt, sind die fertig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also auch das hat nicht der Mensch erfunden, sondern haben wir uns aus der Natur geklaut. Ein natürlicher Zirkel, hier ist er live vor Ort. Ich fall vom Glauben ab. Was geworden? Ja, übel geil. Da war auch schwierig zu kommunizieren mit euch von da drüben. Aber ist richtig geil geworden. Auch geil die Frequenz, in der ihr euch Dropkicks verpasst habt da. War nix. Zack. Ah, bisschen rechts. Zack. Herrlich. Am Gardasee oder was? Das juckt ja. Nein, nein, nein. Tut mir leid, dass ich dich geärgert habe und gestresst habe. Genieß deine Mahlzeit. Alter, das stinkt auch krank. Wir haben gerade oben an der Straße geparkt, weil wir dieses absolut geile Gebiet gefunden haben. Jetzt stecken wir alle knöcheltief im Watt oder was? Und einer steckt jetzt gleich nackentief da drin. Mit dem Kopf in der Suppe! Ja!
Das war geil! Insane hype man is that Philip Hole. Oh, wir präsentieren euch jetzt die menschliche Wattpyramide. Pyramide. Boah, ich bin so tief im Watt drin. Oder was? Ich stehe. 1. Ja. Oh, war das kläglich. Ich sehe nicht, ich kann mir meine Augen nicht sauber machen. Ach, stinkt die Scheiße. Nochmal. Boah, dieser Schlammrock in der Fresse. 1. Was ist das denn? Das war noch geiler als geschafft, Alter. Kann doch nicht fertig. Komm, direkt nochmal. Ja, komm. Einmal abwischen, besser. Klappt, oder? Ja. Komm, wir schaffen das jetzt. Komm. Ja, okay, komm jetzt. Komm, einmal jetzt sauber machen wir richtig mit Ruhe zusammen. Okay, erst auf Philipp. Ja. Ich bin weg. 3, 2, 1. Ich glaube, besser wird's nicht. Ich habe leider keine Bauchlage dadurch gekriegt so richtig. Nicht? Nur ich bin so eingeschlagen. Aber egal, Männer. Geil war's. Ist das geil. Vor genau 2 Jahren hat Jasbeck mir auf Schlammtour in Kopenhagen den Vogel geschnitten. Und heute wird die längste ungespülte Fukuhila-Serie beendet. 2 Wochen ohne Spülung. Endlich wieder frisch. Ehrlich, ey. Also, dass ich das neu erleben darf, dass Jan Lange sich auf Tour die Haare wäscht, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ein ungepflegter Fukuhila ist noch viel bescheidener als ein gepflegter. Alter, ich lieb's gerade. Ich lieb's. Ich hab mich noch nie so gerne gewaschen wie hier. Alter, ich kann meinen Pimmel nicht waschen, weil er so klein ist. Ja! Revanche gewonnen, Junge! Nein! Ja! Oh, ich hab kein Ei mehr. Eichel und Ei fehlt. Das ist das Stichwort, ab in Karren aufwärmen, Kerl. Ah ja, jetzt aber. Mitten auf der Fahrt haben wir einen ganz kurzen Stopper gemacht. Wir haben hier nämlich aus dem Auto was erblickt. Und zwar wieder einen wunderschönen Sprung in flaches Wasser. Aber ich glaube, der Dwayne, der kann euch da mehr zu sagen. Ja, ich bin hier gerade einfach so schnurstracks da runter zum Wasser, dachte mir, ach schön, ich gucke mir mal Natur an. Dann bin ich unter einer Brücke durch und dachte, oh schön, hier kann man sogar irgendwo runterspringen. Und dann hat sich sogar noch einen Steinpool ergeben. Und dann dachte ich mir, ja, das könnte klappen. Jetzt müssen wir nur einmal runter und da brauchen wir natürlich jemanden, der abtaucht. Und bis jetzt weiß ich noch nicht so genau, wer macht. Wer will abtauchen? Wer wohl? Ja, na sicher, na klar. Boah, es ist einfach nur schön und grün und was. Die Fläche hier sieht halt schon sehr landbar aus. Ja, komm, machen wir noch mal ein paar extra Millimeter rein. Philipp, die Fluten, die rufen. Es ist so fucking kalt von der Action gerade noch. Der Typ ist schon wieder nackt. Du bist heiß, Alter. Was willst du denn? Alter, okay, ist tief. Wenn du hier landest, ne? Hier ist so eine Tief wie so ein Pool. Der ist so breit ungefähr. Guck mal jetzt. Das sind fette Steine, die kannst du nicht wegräumen.
Hier ist eigentlich scheiße überall. Also hier sind teilweise so Pyramidensteine, ne? Aber du musst ultra präzise, egal von wo. Ja. Hier, guck mal, wie tief ich hier bin. Aber das ist immer nur so ein Pool. Das ist halt geisteskrank uneben, ne? Ja, ist halt ein bisschen Glücksspiel, aber ich glaube schon, dass das geht. Stell dich vielleicht noch da oben hin und guck dir das mal an. Ist da denn irgendwo eine Stelle, wo der Körpereimer, wenn man sich reinlegen würde, gut reinpasst? Von hier, so breit ungefähr, bis hierhin. 2 Meter, wenn überhaupt. Nicht mal. Weiß nicht, ich denke fast, das ist zu Whisky. Wenn man den voll auf den Bauch sendet, geht das, glaube ich. Weil das reicht ja, wenn meine Füße 1 Meter vor Philipp reingehen. Ich glaube, der geht. Das ist schon wieder scheiße eigentlich, das Ding. Ja. Die Steine kannst du auch nicht wegräumen. Ich glaube, das wäre einer, den müsste man wirklich zu 100% so nehmen, aber das macht Dwayne nicht. Dwayne streckt immer Beine noch nach unten aus und den Arm auch noch irgendwie, also er kommt immer so rein. Es reicht ja mit dem Kopf, wenn du das Ding mit so einer Geschwindigkeit berührst, dass du schon was am Kopf hast. Also es ist wirklich krank riskant, das Ding. Ja. Weil du hast nicht mal eine Körperlänge. Wenn das Ding wenigstens lang wäre, dann kannst du mit dem Kopf wenigstens irgendwie noch nach vorne rutschen oder so. Ich muss jetzt einfach nach da, wo der Strom ist. Der bisschen links da. Ja, aber das ist es ja. Das reicht ja nicht nach Gefühl. Das ist nicht mein Körper, Alter. Du musst 100% präzise springen. Ja, und 100% auf den Bauch springen. Hast du noch nie gemacht? Ja. Ja, das ist aber mal ein Antwort. Kein Bock schon wieder da jetzt reinzureden. Wenn er meint, dass es geht, dann. Aber ich glaube, ich wäre nicht dabei, das zu filmen, weil das ist so unnötig riskant schon wieder. Ja, ich sehe es tatsächlich auch genauso. Ich habe da auch wenig Bock mehr anzugucken. Also ich glaube, da müssen wir ihm jetzt noch mal ein bisschen einreden. Ja, das ist eine wirklich sehr geile Location, aber allein schon von hier, das sieht wirklich leichter aus als von unten. Weil von hier checkst, du siehst ja gar nichts am Boden. Ja, das ist ja Null. gut, dann ist das Commitment leichter. Ist dumm, also man verletzt sich dann halt. Ja, mir geht das so auf den Sack, dass ich ständig sage, Ja, Digga, weil du es nicht einschätzen kannst. Er war im Wasser, du warst nicht mal im Wasser. Er war im Wasser und sagt, das ist nicht, wir müssen das abstellen, damit du da den überhaupt präzise triffst. Und du bist bisher immer auf den Boden gekommen, bei allen Sprüngen. Mit Handgelenk, also mit Händen, mit Füßen. Bei weitem flacher. Ja, aber du hast hier wirklich nur 10 cm links, rechts, um genau diese Spalte vielleicht zu treffen, wenn überhaupt. Und ich glaube nicht, dass du die so präzise triffst. Natürlich kann es auch gut gehen, safe. Kann gut gehen, weil ein kleiner Spalt da ist, aber... Maximal halt, wenn wir wirklich zu 4 rumstehen. Aber selbst dann, wenn du auf uns draufsteht was, tun wir uns beide was. Du wirst wahrscheinlich nicht mal zwischen uns passen, so wie wir stehen würden. Ja. Also es ist ein sehr geiler Spot, aber ich glaube... Ich bin sicher, wir finden noch geilere Spots. Ja, ich denke auch. So. Und genau wegen so einer Reaktion habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, den Sandhaufen abgeblasen zu haben. Ja, er will sich einfach reinjagen. Siehst ja eine Reaktion. Ja. Jeder von uns hat Bock auf so kranke Scheiße, so riskante Sachen. Welche halt die Sinn machen und wo wir selber einschätzen können für uns, das ist safe. Aber Dwayne ist sich ja eigentlich gar nicht sicher, denkt es aber und ja, weiß ich nicht. Ist schwierig. Ja, das Problem ist halt, Risiko ist ja schon oft geil bei so Aktionen, aber dann ist, wenn du Glück haben musst, um gut zu treffen, das Risiko zu hoch, finde ich auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn er sagt, dass er das Gefühl hat, dass es klappt und dann alle sagen, ist scheiße, dann ist natürlich auch scheiße für ihn. Naja, klar. Offensichtlich tut es weh, wenn alle sagen, dass es nicht klappt und man selber denkt, es klappt, aber er will einfach rein. Wir sitzen wieder im Karren. Wir haben uns gewundert, wie zum Henker wir hier über das Wasser kommen sollen. Weil eine Brücke gibt es nicht. Nur eine, die sich bewegt. Eine Standbrücke. Mitten in der Fjorde von, ich denke die ganze Zeit Norwegen, aber das ist Schottland. Das ist wirklich 1:1 das, was man sich unter Norwegen vorstellt, oder? Also ich dachte aber, wir haben uns ein bisschen verirrt hier im Land gerade. Krass. Oh, sorry. Wie fühlen wir uns heute? Hardcore beschissen, aber das macht es geiler. Trag kein Fick rein, aber gut. Das stinkt so bestialisch.
Wir sind irgendwo im Nirgendwo an einem Hotel, weil wir auf der Suche nach einer Torte sind. Es ist aber mal ein Schlosshotel und was oder was? Und was oder was und was? Can we ask you something? Yes. Can we buy a cake here? Can you buy a cake? Cake. No, we don't sell whole cakes, honey. Pitlochry, the Co-op, that's the nearest supermarket. 10 minutes drive, 7 miles. Thank you very much. Also thank you, it was the first time I experienced the Scottish accent. Tschökes und wat oder wat und wat. Wir rucken von Kek. Ja gut. Boah. Der ist gefroren, dann nehmen wir den. Alter. Digga, dieses Zittern ist zu geil. Ja. 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 Das stinkt. Alter. Das ist echt krass. Komm, eine Tour. Oh, halten. Ach, Ey, pass mal auf jetzt. Alter, das war geisteskrank. We need everyone to say hello to Harrison. Fucking hell, you scared the shit out of me. What? Jasper had your location. There he is. Hey, come on. How was Ibiza? While the boys are in Scotland doing shitty jumps in shitty weather, I'm here living life on the beach. Let's go. Bloody lovely. Bloody hot. What are you drinking, like by the way? 30 degrees. Oasis. Zero. Never tried it. 0 calorie Never Oasis, tried it. mate. It's peng. Really? I guess you lot would say it's more like an iced tea. Let the Schlappen guys enjoy that rain, eh? Look at this. Lovely. Ich hab das in die Augen bekommen. Fuck, we need to talk to him shower now. Nein, fuck. Das war vielleicht doch Reiz drüber, oder? I need to go sort myself out. What? Scheiße. Ich hab vergessen, der mag keine Soßen, der kotzt davon. Nein. Doch. Fuck. Oh, fuck. Oh shit. Alter, der hatte so gute Laune, Mann. Was war das für eine Scheiße? Fuck, wir sind solche Huren. Das war ja, da kannst du ja nicht mehr rechnen. Wenigstens haben wir ihm sein Meckes-Essen abgezogen. Kuchen habe ich überhaupt nicht an eine Soße aufgedacht. Ja, ich auch nicht. Aber warum? Schmeckt eigentlich geil, oder? Ist doch gar keine Soße. Er mag halt manche Konsistenzen einfach nicht. Und so schmierige Sachen und all sowas mag der irgendwie nicht. Die wartet hier heute seit 12 Stunden in Perth. Fucking Drecksloch in Schottland. Hier sind Steine drin. Und dann kommen wir an und ballern ihm seinen Albtraum ins Gesicht. Ja. Max, what happened? I think he's alright, he's just, I don't know, it wasn't good, like, he was a bit like panicked, like. I didn't think of that either, to be fair, I just thought it wasn't a good idea, but. Harrison. We totally forgot about this. Sorry. Oh, bad boy. We totally did not think about it. Hey, sorry, mate. Ist richtig zittrig und immer noch richtig shaky unterwegs, ey. Der Arme. Als absolute Remouladen-Verehrer kannst du da auch wirklich nicht dran denken, dass jemand ein Problem mit einer Soße hat. Also das geht schon mal gar nicht. Eigentlich müsste man ihm das abgewöhnen, aber das scheint die falsche Methode gewesen zu sein. Das war jetzt eine Schocktherapie. Dass so ein Kuchenbelag auch dazugehört, das kann wirklich keiner riechen. Das hat er nicht gesagt. Wir sind am Campingspot angekommen, ihr seht das. Und ist das erste Mal so auf Tour gewesen, dass nicht alles nach Plan gelaufen ist. Ständiges Auf und Ab. Richtig geile Zeiten hier in Highlands gehabt, aber auch, wie ihr offensichtlich mitgekriegt habt in der ganzen Folge, einige Sachen, die absolut nicht nach Plan gelaufen sind. Sei es krankheitstechnisch, Temperatur, wettertechnisch oder auch in der Gruppe Unstimmigkeiten. Aber so ist das nun mal, wenn man über 3 Wochen zusammen unterwegs ist. Harald hat das Ganze nicht so gut überstanden, die Kuchenaktion. War ein bisschen dumm von uns, hätten wir uns eigentlich denken können. Aber gut, ich denke mal, morgen sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Und dann sehen wir auch hoffentlich von Harald noch richtig geile Dinger hier auf Tour.
bleibt mir viel zu sagen. Ich denke mal, damit geht es für euch dann auch in den Endscreen und für uns in der Profe. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.